Also die meisten Wohnungen sind hier wirklich leer. Wir haben uns das vorgestern angeschaut. 2 Stunden so ein komisches Geräusch. Und dann habe ich jetzt unter das Auto geguckt und habe Folgendes gesehen. Ich sehe, oh, die ballern hier mit den Autos. Das ist echt gefährlich, Mensch. Also Leute, das nenne ich mal einen Schaschlik-Grill. Wie lang ist denn der? Also das ist echt eine traurige Geschichte. Sie hat wohl mit einigen Leuten gestern gefeiert. Ihr Lieben aus Karaganda, macht euch bereit. Holt eure Taschentücher raus. Okay, diese jungen Mädels sind einfach so unglaublich. Erstmal sind die wunderschön. Schaut euch das an. Alle. Ja, ist denn schon Weihnachten? Hi, wir sind Dima und Katrin auf unserem größten Abenteuer. Momentan in Kasachstan. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir hoffen sehr, dass euch das letzte Video mit dieser atemberaubenden Aussicht und mit diesem surrealen See genauso gut gefallen haben wie uns. Und wenn du es noch nicht gesehen hast, schau gerne rein. Ja, gerade stehen wir in Öken am Balchasch-See. Wir haben echt einen Sprung gemacht von den Bergen jetzt hier wieder raus in die Steppe. Und ja, wir haben jetzt hier 2 Tage gut verbracht, einfach gestanden, entspannt und die Hitze mehr oder weniger genossen. Ja. Was uns, also ich habe mal reingelesen, dieser Ort Öken war in den 80ern geplant, dass hier ein Atomkraftwerk gebaut werden sollte. Kann man sich gar nicht vorstellen. Doch ja, nach Tschernobyl und nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde das leider nie irgendwie zu Ende gebracht. Aber jetzt habe ich nachgelesen, es ist wohl wieder im Gespräch, weil hier hinter uns ist ja diese Stadt Öken und wir waren ein bisschen schockiert, als wir die Stadt gesehen haben. Das fühlt sich an wie eine Geisterstadt, aber es leben dort noch ein paar Menschen, die wirklich, wirklich nett sind. Und jetzt gerade ist wohl im Gespräch, dass doch wieder hier ein Atomkraftwerk gebaut werden sollte und dass sich dieser Ort hier gut dafür anbietet. Und wir beten einfach, dass Gott es möglich macht, dass das hier wieder besiedelt wird und dass hier einfach Menschen wieder leben und arbeiten können. So. Ja, hinter uns oder neben uns werden schon Gleise gebaut. Ihr hört an meiner Stimme, dass sie ein bisschen rau ist. Aber mir geht's gut. Uns geht's wieder gut. Ja. Nur die Stimme ist noch ein bisschen weg. Wir sind Gott sei Dank wieder, ich würde sagen, gesund. Wenn es uns gut geht, körperlich fit sind, dann geht's uns gut. Genau, wir freuen uns. Und weil es langsam Richtung mein Heimatdorf geht. Ja. Also, genau. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Karaganda. Genau. Und in ein paar Tagen erreichen wir mein Heimatdorf. Ja. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ja. Und ja, ich gebe meinen Katrin einfach weiter. Ja, genau. Du quälst dich mit deiner Stimme. Aber auf dem Weg nach Karaganda wollen wir noch einen Ort besuchen, hier am Balchasch-See. Und das ist natürlich die Stadt Balchasch. Und wir freuen uns, dass wir euch mitnehmen können. Also, wir machen jetzt auf. Bayerhalle! Also da hinten seht ihr die Stadt. Also es sind sehr große Bauten. Ich weiß nicht, ob man das so aus der Ferne sehen kann. Aber ja, wie gesagt, es ist sehr leer, sehr wenig Menschen. Aber dieser Ort hat einen riesen Spielplatz, wo wirklich Leben an Kindern war. Echt cool. Ja, und hier haben wir gestanden. Es gibt hier in dem Ort einen direkten Wasserzugang, aber da konnten wir leider nicht stehen bleiben, weil wir kein Internet hatten und wir mussten ja ein bisschen arbeiten. Aber so haben wir die letzten 2 Tage hier verbracht. Und jetzt packt ihr mir alles ein. Ich mache drin noch ein bisschen und dann geht's auf. Dann geht's weiter, ja. Also, arbeiten. Also die Hitze ist unser Endgegner, Leute. Ich habe gedacht, vielleicht irgendwas wird hier unser Endgegner, die Steppe zum Beispiel. Aber die Hitze, da habe ich echt mit zu kämpfen. Aber
gehört dazu. Wir haben uns jetzt entschieden, noch schnell ein Eis in diesem Ort zu holen. Ulken oder Ilken, ich weiß es nicht, weil einmal steht so im Internet, einmal so. Und dann können wir euch den Ort auch mal zeigen. Seid gespannt. Bayerle. Heiß. Hier drin haben wir 36 Grad und draußen, glaube ich, auch so 35 oder 37, 36 Grad. Ja. Das zählt ja im Schatten dann. Ne? Ja. Also, wir machen auf und nehmen euch mit. Und wir haben auch die Zeit genutzt, um unsere Dashcam einzubauen. Mit den Kabeln ist nicht so eine Lösung, so eine gute Lösung. Aber... Die Rückkamera ist verdeckt. Oh nein! Da müssen wir so machen. Wir haben jetzt da hinten auch noch eine, aber die ist gerade verdeckt. Aber mal schauen, was es für Bilder gibt. Ob das ein Fehlkauf war oder nicht, werden wir sehen. Also die meisten Wohnungen sind hier wirklich leer. Wir haben uns das vorgestern angeschaut. Also riesige Bauten, aber teils nur von 5, 6 Parteien bewohnt. Auf der linken Seite. Es gibt überall immer wieder mal leere Wohnungen. Ja. Aber hier dieser Spielplatz, wo ich von erzählt habe. Richtig cool. Hey, warum weinst du, Kleiner? Nicht weinen. Geh doch. Wir halten an. Och Gottchen. Ja, hier ist der Dorfmarkt. Da holen wir uns jetzt ein Eis. Nee, da holen wir uns. Ah, da hinten. Ja, da habe ich kein Eis gesehen gestern. Ah. Nach 200 Metern wenden. Hallo! Das Weinen. Ja, aber der hat geweint, weil die nicht auf ihn gewartet haben. Hi! So, hier Hier, ist das Geschäft. Fastfood, du hast mich reingelegt. Du willst schon wieder essen. Ah. Bei den Omis warst du gestern, ne? Bei den anderen Unis war ich Ah. nicht, hier war ich auch. Ah. Na zdrowie. Schmeckt so lecker, gar nicht wie in Deutschland. Richtig, richtig gut. Der schmilzt sofort. Muss man mit der Einbank Mhm. essen. Also, Bayerle. Nach 100 Metern wenden. Salam alaikum. was hat er gesagt? Was habt ihr gebracht? Er denkt, wir sind Lieferwagen. Schaut mal hier, alles leer. Wenden. Andere Seite, genau das Gleiche. Ja, ursprünglich war der Ort ja wirklich für viele Menschen ausgelegt, die mit Arbeit hierher gelockt worden sind, ne? Und dann hat es doch nichts gegeben. Und jetzt stehen die ganzen Gebäude halt einfach leer, weil die Menschen weitergezogen sind, Nach 200 wenn hier Metern keine Arbeit links zu finden abbiegen. ist, ne? Ja. Also wir wollen euch jetzt auch nicht den ganzen Ort zeigen, nur so ein bisschen, dass ihr versteht, warum ich das vorhin gesagt habe, dass das so trostlos und leer einfach wirkt. Und ja, alles Zerfall. Aber die Menschen waren sehr, sehr nett. Die waren richtig, richtig freundlich hier. Und die haben ein schönes Leben hier, sagen sie. Ja, Es ist zwar schwer, hart, aber ja. aber wiederum auch schön. Vielleicht kommt ja sogar jemand von hier, das wäre schön. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn jemand hier gelebt hat. Hallo.
Hier ist sicher die Schule, oder? Richtung Norden. Ist hier heute auch Kindertag? Heute ist ja der 1. Juni. Also wünschen wir allen Kindern heute einen schönen Kindertag. Auch wenn wir heute durch die scheinbar endlose Steppe fahren, ist es trotzdem ein besonderer Weg, weil hier, ich habe es gerade mal gelesen, der Teil eines riesigen Netzes der Seidenstraße war. Jahrhunderte zogen hier Händler, Karawanen, Nomaden zwischen China, Zentralasien und Europa vorbei. Also je nach Jahreszeit. Die Hauptroute war natürlich Taras und Chimkent und so, Usbekistan. Aber hier sind sie auch lang marschiert und schon krass. Oder? Und was ich noch gelesen habe, da kriege ich irgendwie Gänsehaut. Mir war das gar nicht bewusst. Ich weiß ja so wenig über Kasachstan. Ich lerne das ja jetzt erst alles hier. Wir fahren jetzt mitten ins Herz von Kasachstan, weil Karaganda ja so der Mittelpunkt eigentlich ist. Und ist schon emotional, würde ich sagen. Ich sage, das ist. Warte, wie hört man so schlecht? Kasachstan sieht ja, wenn du so ein bisschen Fantasie hast, wie ein Fisch aus. Und wenn du guckst, wo Karaganda oder Astana ist, dann sieht das aus, als ob es das Auge des Fisches wäre. Ja. So cool. Was man so auf Reisen alles lernen darf, oder? Ich meine, man beschäftigt sich, also ich gehe jetzt von mir aus. Ich beschäftige mich ja auch erst mit einem Land, wenn ich drin bin. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch so überrascht von allem, was es hier gibt, was hier zu sehen gibt. Also ich liebe Kasachstan. Aber es könnte ein paar Grad kühler sein. Also wir haben jetzt 37 Grad. Aber hier, finde ich, fühlen sich 37 Grad viel heißer an wie bei uns in Deutschland. Oder? Das weiß ich nicht. Also ich empfinde das schon so. Also eigentlich hören wir schon seit 2 Stunden so ein komisches Geräusch. Wir haben jetzt schon ein paar Mal geschaut, wo das herkommt. Wir dachten vielleicht die Schränke locker oder irgendwie. Und jetzt bin ich nochmal aufgestanden, um zu schauen. Und es hört sich schwer nach Markise an. Oder Solar oben. Also Demi geht jetzt mal auf Suche.
Also wenn du fährst, das hört sich echt an, als wenn da oben mit der Markise irgendwas nicht stimmt. Die ist fest. Da war es wieder, oder? Doch, die Tür? Nee, das ist das nicht. Nein, weil das, beim Fahren hat sich das angehört wie von außen. Das ist alles zu. Das Fenster. Vielleicht fahre ich mal ein Stück und du hörst. Und ich gehe mal aufs Dach. Um zu gucken, ob es vielleicht doch. Auf dem Dach ist alles fest. So, jetzt wechseln wir die Seiten. Ich fahre mal, damit Dimi hören kann, wo es herkommt. So, jetzt gehen wir auf die Suche. Oh Mann, ich hoffe, das ist nichts Schlimmes. Ich habe keine Lust auf solche Sachen. Jetzt haben wir 2 Tage, nicht mal 1,5 Tage gestanden und jetzt auf einmal sowas. Und ab gewisse Geschwindigkeit ist das erst zu hören. Also kann es sein, dass das mit Fahrtwind zu tun hat. Diese Bremse drin? Ja, Wie mach ich die denn raus? draufdrücken. Oh, hier, Ali. Yay, ich darf mal fahren! Aber ich muss schnell fahren, ne? So, jetzt höre ich es. Ich höre es. Also ich lege euch mal zur Seite. Fehler gefunden. Hier drin. A few moments later. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Man hört das immer, wenn es ab gewisse Geschwindigkeit ist, dann hört man das. Und zwar in diesem Bereich hier. So. Es hört sich an, als ob es hier drinne wäre, aber ich habe alles aufgemacht, da ist nichts. Und dann habe ich jetzt unter das Auto geguckt und habe Folgendes gesehen. Das Ding ist kaputt und kommt gegen den Reifen. Es kann sein, dass durch den Wind es gegen den Reifen kommt und dadurch das Geräusch entsteht. Das heißt, wenn wir gleich stehen, muss ich gucken, dass ich das Ding entweder komplett abbaue oder irgendwie festkriege. Ja, so ist es halt toll. Wenn man so lange Strecken fährt, dann kommt auch Verschleiß. Und dann muss man einfach eine Lösung suchen. Also, bis später. Also, Fehler beseitigt, würde ich sagen. Ja, der Reifen dran gerieben. Ah, krass. Das hat den Krach gemacht. Echt? Und das Flattern von Aha. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwo eine Werkstatt finden, dass wir so schnell wie möglich eine bekommen. Ja, Weil das ist ja auch nicht gut. Das ist ja Schutz, damit Ja. hier unten nichts kaputt geht. okay. Ja, dran machen weiß ich nicht, das muss ein Fachmann machen. Okay. Können wir weiter? Es ist heiß. Gut gemacht. Hast du gut gemacht.
Dankeschön, Schatz. Ich lass dich gleich in der Wüste. Boah, ist das heiß hier. Wir machen jetzt eigentlich was Verbotenes. Wir wollten gerade da hinten in den Ort reinfahren, aber da steht einfach eine Bahn auf dem Weg und es ist kein Vorbeikommen. Wir wissen auch nicht, wie lange es dauert. Wir haben jetzt die Einheimischen beobachtet und die haben jetzt alle die Nase voll und haben umgedreht und sind hier, die bauen hier eine Brücke, sind alle hier hochgefahren. Und wir machen das jetzt auch. Ob das ein Fehler war, werden wir gleich sehen. Oh, wenn wir uns hier festfahren. Oh nein. Ich weiß nicht. Und wir haben gerade von unten gesehen, dass da ein richtig hoher Absatz ist, ne? Wo wir drüber müssen. Wir sind hier hoch. Wenn die Autos das schaffen, dann schaffen wir das auch. Aber warum fährt er nicht? Ich weiß nicht, ob ihr das über die Kamera seht. Da hinten, da haben wir gestanden. Und es ist jetzt schon echt ein langer Stau. Und die Bahn steht einfach. Vielleicht hat sie keine Genehmigung weiterzufahren, keine Ahnung. Aber es fühlt sich so falsch an, Leute. Ja, das stimmt. Ah, wir haben ja ein hohes Auto. Ja, es fühlt sich trotzdem falsch an. Dem Streckenverlauf 4 Kilometer folgen. Aber es scheinen ganz viele den Weg einfach, also dieses Durchfahrtsverbotenschild einfach zu ignorieren, oder? Keine Ahnung. Sieht doch alles okay aus, oder? Eigentlich? Okay, verstehe ich. Hä? Verstehe ich. Einfach mal. Einfach machen. Und da hinten steht jetzt sicher die Polizei und wartet auf uns alle. Auf alle. Ja, wir waren jetzt noch direkt einkaufen, weil wir haben nichts mehr zu trinken gehabt und wir haben jetzt so Durst gehabt, weil man auf der ganzen Strecke gar nichts kaufen konnte. Jetzt waren wir hier draußen in so einem kleinen Supermarkt und die haben sich so gefreut, dass wir aus Deutschland sind. Das könnt ihr euch nicht glauben, nicht vorstellen. Könnt ihr euch nicht glauben. Könnt ihr euch nicht vorstellen. So schön, dass wir hier direkt so nett empfangen worden sind, oder? So, und jetzt fahren wir runter zum Wasser. Dort gibt es einen Stellplatz. Dort schlafen wir auch höchstwahrscheinlich. Und dann gehen wir erstmal was essen, weil es ist, glaube ich, schon 17 Uhr und wir haben noch nichts gegessen. Nein. Gar nichts, außer ein paar Kekse. So, da stehen wir. Ich denke, wir bleiben auch die Nacht. Es sei denn, ich finde nachher auf der Karte noch was Besseres, wo wir nicht so mittendrin sind. Und ich weiß ja nicht, wie das hier in Kasachstan ist. Wird hier Kindertag gefeiert, weil Das ist Party. da drüben ist eine riesen Party mit Kindern und das gucken wir uns jetzt an. Hayarale. Schön, oder? Richtig, richtig schön. Können wir gehen? Schaut euch das mal an. Was? Wie cool ist das denn? Wir sind rechtzeitig zur Party hier. Ja, cool. Wow.
begeistert. Ich sehe, oh, die ballern hier mit den Autos. Das ist echt gefährlich, Mensch, wenn man hier nicht guckt. Aber schaut mal einfach, was hier los ist. Wow. Dimi hat sich zur Verfügung gestellt. Also er ist der Gorilla. Nur damit ihr Bescheid wisst. Модельный показ. Школа талантов. Хавлонзда. Ach nee, da ist er ja. Ich habe gedacht, du wärst unterm Gorilla-Kostüm. So cool, oder? Und habt ihr gesehen, wie schön die Sängerin aussah? Wow, was für ein hübsches Mädel. Wirklich. Ja. Also, wir gehen jetzt erstmal was essen und kommen dann sicher noch mal wieder, wenn die Sonne nicht mehr so heiß ist. Das dauert ja nicht mehr so lange. Aber wir haben jetzt echt Hunger, oder? Ja. Wir mussten jetzt gar nicht lange suchen. Direkt hier über der Straße. Hä? Ich rieche Schaschlik. Schaut mal, da ist auch wieder so ein tolles Wandbild. Mega. Schön, ja. So schön, echt. Wow. Das sieht doch vielversprechend aus. Ich hoffe, das ist nicht nur Reklame. Ich hoffe, hier kann man wirklich diese tollen Sachen essen. Oh, hier ist sogar Schatten. Wie cool. Hallo. Rest. Wow. Wenn wir uns in den Schatten setzen. Ja, wie cool ist das denn, Leute? Wow. Ist nicht unsere Musik, aber cool hier, oder? Es wird gesperrt. Ja, genau. Also ich habe Entenschaschlik und Hähnchenschaschlik. Richtig lecker. Also das war richtig lecker. Und hier ist so eine tolle Stimmung. Die Kinder tanzen hier vorne. Hier ist extra eine Tanzfläche, wo gerade die ganzen kleinen Mädels getanzt haben. Das war wirklich, wirklich schön. Schaut euch das an. So toll gemacht. Ist wirklich, wirklich ein cooler Ort. Und direkt dahinter ist der See. Da gehen wir, da gehen wir jetzt gleich hin. Habt ihr gesehen, wie nett die sind? Alle sind hier furchtbar nett. So schön. Also wenn ihr im Balkasch seid, kommt hier hin essen. Echt, ganz tolle Atmosphäre. Und schaut mal hier. Nochmal. Ist das nicht cool? Ich gehe mal hier durch. Wow. Ich bin ja echt begeistert. Schaukel. So cool. Also Leute, das nenne ich mal einen Schaschlik-Grill. Wie lang ist denn der? 3 Meter? Schaut mal. Das ist ja cool. Oh, wenn wir nicht schon gegessen hätten, ne? Wow. Spasiba. Also, wir sind jetzt an der Promenade, ne? Wow, sage ich nur.
Wow. Also ich mag's ja hier, ne? Und vielleicht bleiben wir auch morgen noch, damit wir die Stadt noch ein bisschen kennenlernen können. Das sieht wirklich aus wie das Meer. Wirklich, wirklich, wirklich. Hammer. Wow. Ein Träumchen. Guck mal, wie tief man reingeht. Ja. Wow. Und das typische Bild für Kasachstan. Überall stehen diese Parcours, wo man trainieren kann. Das finde ich richtig cool. Abbiegen, dann leicht rechts abbiegen. Also, wir haben uns dazu entschlossen, nicht mitten in der Stadt zu schlafen. Wir versuchen jetzt unser Glück. Wir haben auf Google Maps geschaut. Und es sieht so aus, als könnte man dort am Wasser stehen. Und deswegen fahren wir jetzt hier mal durchs Hinterland. Ich sag doch, in Kasachstan gibt es immer einen Weg. Immer. Auch wenn keiner zu sehen ist. Oh mein Gott! Oh. Bist du verrückt? Das ist doch kein Jeep. Das ist ein Wohnmobil. Aber hat ja geklappt. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir uns hier hinstellen. Auf jeden Fall gibt es hier Mülltonnen. Cool. Das sieht doch viel besser aus. Wie mitten in der Stadt. Guten Morgen, Leute. Was für eine Nacht. Es war so brutal heiß. Und wir hatten das ganze Wohnmobil voll mit irgendwelchen Käfern. Also so kleine Viecher. Wir haben zwar Mückennetz und sowas, aber die sind so klein, die kommen einfach durch das Netz durch. Also das war echt herausfordernd, aber nicht schlimm. Wir sind hier an einem wunderschönen See aufgewacht und das entschädigt einfach alles. Ihr seht Demi da im Hintergrund. Hier ist eine Person, die läuft so traurig hier rum. Und ja, Demi hatte irgendwie das Gefühl, dass er hingehen muss und mal nach dem Rechten fragen sollte. Und das ist es. Wir müssen halt, egal wo wir sind, auf unseren Nächsten schauen. Und manchmal hat man so Berührungsängste und denkt sich, ja, vielleicht trete ich dem zu nahe oder so. Aber das ist falsch. Wenn wir sehen, in unserer Umgebung ist eine traurige Person, dann sollten wir sie einfach ansprechen, oder? Wir wissen ja nicht, vor welchen Herausforderungen dieser Mensch gerade steht. Und ja, ich bin gespannt, was sich bei dem Gespräch herausstellt. Ah, ich glaube, die beiden sind jetzt hier am Wohnmobil. Ja, mal schauen. Also, wir wissen nicht, ob wir den Tag heute noch hier verbringen oder ob wir weiter Richtung Karagandar fahren. Wir werden erstmal wach, trinken unseren Kaffee und genießen die frische Morgenbrise, weil es ist gerade gar nicht so heiß und das tut wirklich, wirklich gut. Also, wir nehmen euch nachher mit. Also das ist echt eine traurige Geschichte. Sie hat wohl mit einigen Leuten gestern gefeiert, auch ein bisschen was getrunken und dann wurde sie ausgeraubt und geschlagen. Ihr ganzer Hals ist, ja, sie ist auch ganz schmutzig irgendwie. Wir haben ihr schnell was zu essen gegeben und einen warmen Kaffee. Und dann gucken wir mal, ob wir sie vielleicht gleich sogar, ich weiß auch gar nicht, wo sie herkommt, ich verstehe ja gar nichts, dass wir sie vielleicht nach Hause fahren oder so.
Also es saß hier eine längere Zeit gerade eine Frau am Ufer und sie wirkte sehr traurig. Ich wusste nicht, wie sie ansprechen soll, weil wirkte so, als ob sie Hilfe braucht. Und dann bin ich unterm Vorwand hin, um sie zu fragen, wo ein Geschäft hier ist, so, wo man ein bisschen einkaufen kann. Und schaute sie mich an und hat schon angefangen zu erzählen, dass sie äh, sie hat mit gewissen Leuten zusammen getrunken und da wurde sie dann zusammengeschlagen und wurde alles weggenommen, Schlüssel, Handy, Geld. Ja, da saß sie da neben 2 Gurken, die sie gefunden hat zum Essen am Strand, die gestern jemand zurückliegen lassen hat. Und dann ja, habe ich sie eingeladen, zu uns ins Auto zu kommen, um was zu essen, was zu trinken. Ja, da hat sie ein bisschen von ihrem Leben erzählt, hat ein sehr schweres Leben, also so viele Schicksale, weil ja, auf jeden Fall wollte ich einfach nur sagen, ich selber, also ich habe ihr gesagt, ich werde immer wieder mal was offenlegen aus unserem Leben und ich selber hatte ein starkes Alkoholproblem gehabt. Vielleicht hat das der eine oder andere mitbekommen, weil ich auf meinem Kanal, wo ich über Gott rede, davon erzählt habe. Und Alkohol ist eine furchtbare Sache. Das zerstört alles. Es gibt einen Spruch, Alkohol ist ein gutes Lösungsmittel. Das löst dein Geld auf, das löst Beziehungen auf. Das löst alles Mögliche auf, aber es löst keine Probleme. Ja, und ja, ist das zu sehen, wie jetzt ein Mensch da gerade so durch dieses Trinken einfach in so eine Situation geraten ist. Die haben mir ja auch alles weggenommen. Ne? Ja, die haben mir alles weggenommen. Du weißt ja auch nicht, also auch warum sie zusammengeschlagen wurde. Der Mensch, sein Charakter verändert sich ja dann, wenn er getrunken hat. Auch Menschen, die jetzt auf nüchternen Kopf lieb wirken, werden dann auf einmal zu Monstern, ja. Sowohl Männer wie auch Frauen. Also Leute, Alkohol ist eine furchtbare Sache. Also ich gebe jetzt Gott die Ehre und sage, ich bin von Alkohol durch den Glauben frei geworden. Viele würden jetzt sagen, das warst du, Dima, das warst du, Dima. Nein, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das nicht war. Ich habe das oft selber versucht und habe es tatsächlich dann, wo ich eine Woche Zeit mit Gott verbracht habe und gebetet habe und ihn angefleht habe, davon frei zu werden, habe ich dann die Freiheit bekommen, wo ich dann auch nicht mehr trinken möchte. Und je mehr ich solche Sachen sehe, desto mehr verabscheue ich Alkohol. Alkohol ist einfach eine furchtbare, furchtbare Sache. Drogen und Alkohol. Da ist nichts Gutes dran, Leute. Nichts Gutes. Ja. Ja, wir haben die Frau jetzt so gut wie möglich versorgt. Sie hat zu essen, zu trinken bekommen, hat das nötige Kleingeld bekommen, damit sie nach Hause kann. Und ja, wir haben für sie gebetet und sie dann weitergehen lassen. Genau, und wir machen uns jetzt fertig und ziehen mal weiter, oder? Genau. Wir haben ihr angeboten, sie nach Hause zu bringen, aber das wollte sie nicht. Ja, sie wollte gerne selber jetzt mit dem Bus nach Hause fahren. Wir machen uns jetzt fertig, fahren in die Stadt und gucken, was wir heute noch so erleben. Genau. Also es ging gerade nicht darum, um irgendwie uns jetzt hochzuheben, dass wir jemandem geholfen haben. Wir wollten einfach, wir berichten ja von unserer Reise und das ist ein weiteres Erlebnis, was wir hatten. Ein Erlebnis, wo ich auch gerne jetzt ein bisschen aus meinem Leben was erzählt habe. Nur darum geht es, genau. Und einfach das auch ermutigen, auch anderen Menschen, wenn man merkt, dass die in der Not sind, einfach mutig sie anzusprechen. Ich hab mich nicht getraut, sie anzusprechen. Und da später, wo ich sie angesprochen habe, kam raus, sie hat sich nicht getraut, uns um Hilfe zu bitten, weil sie sich geschämt hat. Aber sie hat Hilfe nötig gehabt. Deswegen, wenn ihr irgendwo seht, dass Menschen Hilfe brauchen, helft ihr einfach. Aber Fragen kostet nichts. Außer es kann eine Ablehnung kommen. Und eine Ablehnung tut nicht weh. Genau. Also ihr Lieben,
der Balkaschsee ist sich genauso uneinig wie wir manchmal, weil der nämlich zur Hälfte aus Salz und aus Süßwasser besteht. Und der ist wie wir. Wir wissen manchmal auch nicht, fahren wir dorthin oder fahren wir dorthin. Aber Dimi hatte gerade ein ganz interessantes Gespräch und da kann er euch mal was zu sagen. Ja, also ihr seht ja die Leute hinter mir, die zwei Männer. Katrin hat euch wahrscheinlich den Strand heute schon gezeigt. Und die zwei Männer hinter mir, der eine, dem das weiße Auto gehört, dem gehören die ganzen Bagger, der kommt aus Schimkent. Und er hat die Bagger vermietet hierhin, nach Balkasch. Wir sind hier am Balkaschsee und hier an dieser Strandpromenade wird gerade eine touristische Gegend gebaut. Nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische. So, da wird es Fontänen geben, da gibt es Imbissbuden, dann gibt es hier so Steg, da hinten sieht man, wo die Bagger graben. Also es soll richtig schön werden hier. Und der eine von den Jungs ist halt der die Bagger verliehen hat. Und der andere ist der Direktor über das Ganze, der das Ganze leitet. Und wenn man die anguckt, denkt man, die kommen hierher, um ein bisschen Blödsinn zu machen. Genau. Ja, aber so interessant ist das, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt. Jetzt sieht es hier so noch so ein bisschen chaotisch aus, aber in einem Jahr oder 2 Jahren soll es richtig schön aussehen hier. Genau. Ich zeige es euch nochmal. Ich nehme euch nochmal mit. Also das hier wird alles bebaut. Das wird dann richtig, richtig schön sein. Da hinten ist die Baustelle, wo Dimi gerade von gesprochen hat. Die sind da echt zugange. Ich bin gespannt, wie das nach Fertigstellung aussieht. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video so rüberkommt, aber das Wasser ist so türkis. Richtig cooler Ort. Und er wird auch genutzt. Also. Und da stehen wir. Und jetzt geht's auch nach Karaganda. Wir wissen nicht, ob wir es heute schaffen, aber ich denke mal 4 Stunden. Gegen 18 Uhr sollten wir da sein. Wir gucken mal. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Strecke filmen, weil ich denke, die sieht identisch aus wie das, was ihr gestern schon gesehen habt. Aber wenn was Spannendes passiert, nehmen wir euch natürlich mit. Das sieht echt aus wie ein Vulkan, ne? Aber ich glaube, bin mir aber nicht sicher, dass das so eine Kupfermine ist. Ich habe irgendwie sowas gelesen und ich meine, das ist das. Ihr könnt mich gern verbessern. Das sieht schon cool aus. Ja doch, da sind ja auch... Doch, das müsste sie sein. Oh, das ist riesig. Ja. Wahnsinn. Die haben ein Problem. Ich dachte, wir haben ein Problem. Jetzt habe ich mich schon erschreckt. So, da halten wir doch direkt an. Gucken mal, was los ist. Da, bei dem Problem können wir nicht helfen. Leider nicht. Also, und jetzt ist genau das, was wir uns die letzten Tage so gefragt haben. Auf dieser Autobahn von Almaty nach Karaganda, die ist ja echt super. Aber du hast kilometerweit keinen Empfang. Und dann haben wir uns gefragt, wie ruft man jetzt, wenn man eine Panne hat, den Abschleppdienst oder einen Krankenwagen oder sonst irgendwas. Und die Jungs hatten jetzt gerade das Problem, dass das Auto einfach liegen geblieben ist und sie keinen Empfang hatten. Ja, diese Frage wird mir wohl niemand beantworten. Sun is falling, speed in the black. Nobody
Karaganda. Macht euch bereit. Holt eure Taschentücher raus. Ayechali. Ja, wir haben ganz viele Kommentare gesehen, dass ganz viele aus Karaganda kommen. Es ist uns eine Freude, euch ein paar Bilder aus eurer Heimat zu zeigen. Hallo ihr Lieben. Wir haben echt einen guten Parkplatz hier gefunden. Richtig cool. Wir stehen hier direkt vom Regierungsgebäude von Karaganda. Nennt man Regierungsgebäude, ne? Ja. Hier stehen wir. Hier schlafen wir heute Nacht. Wir denken, das ist ein ganz guter Ort. Und wir haben gehört, dass 400 Meter von hier soll es den besten Chiburek geben. Und da sagt Dimi natürlich nicht nein. Nochmal danke, lieber Daniel, dass du uns den Tipp gegeben hast. Wir gehen jetzt mal hin und wir nehmen euch mit. Es ist auch echt schön. Es ist auch echt schön. Hier ist so ein Park direkt. Hier können wir morgen früh unseren Kaffee trinken. Ganz entspannt. Sieht echt schön aus. Da nochmal das Gebäude. Damit die Leute sich orientieren können, die von hier kommen. Das ist das Weiße Haus von Karaganda. Wow, schaut euch das einfach mal an. Wie schön.
finde das so cool hier. Schaut euch diese wunderschöne Abendstimmung an hier. Ist das nicht unglaublich schön? Also Dimi und ich, wir sind total begeistert. Wow. Das haben wir gar nicht erwartet. Und immer wenn wir irgendwas nicht erwartet haben, dann wird es einfach so richtig schön. Wow. Was sagst du? Ich habe echt nicht erwartet, dass Karaganda so wunderschön ist. Ich habe jetzt echt mit Schlimmsten gerechnet. Ja, weil wir ja auch vorgewarnt wurden. Ja, und ich kann mich an Karaganda überhaupt nicht erinnern. Ich war ja hier vielleicht noch 1 oder 2 Mal, ich weiß es nicht. Aber das ist echt spektakulär. Spektakulär. Wow, ich bin sehr erstaunt. Gefällt mir echt gut hier. Я никому я хотел ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Высокая в небе звезда зовет меня в путь. Das sieht alles so schön aus. Guckt mal. Hier riecht es auch wieder so gut, oder? Oh nein, guck mal, wer da hinten steht. Könnt ihr schon sehen? Da steht er. Ich fasse es ja nicht. Oh, hello. Where are you from? From Germany. Germany. Oh my god. Welcome to Kazakhstan. Die Mädels haben Katrin noch bislang gequatscht. Haben sie sich für sie interessiert. Ich sag's euch, Deutsche sind hier so willkommen, das ist nicht normal. Okay. Diese jungen Mädels sind einfach so unglaublich. Erstmal sind die wunderschön. Schaut euch das an. Alle, wie sie hier stehen und alle so nett. Und ich glaube, einer von den ganzen traut sich euch zu grüßen. Wer macht es? Du. Қазақша сөйлеймін. Қазақстанға келіңіздер. Біз сіздерді күтеміз. Сіздермен танысқанымызға қуаныштымыз. Қазақстанға қош келдіңіздер. Біз Кетрин ханыммен танысқанымызға өте қатты қуаныштымыз. Өзі өте ақ көңіл күшті кісі екен. Vielen Dank. Vielen Dank, ihr wunderschönen Mädels. Kannst du das übersetzen? Alle, wie ihr hier seid. Dankeschön. Bitteschön. Okay. Wie cool war das denn? Aber jetzt ist der Bär einfach weg. Ich wollte doch ein Foto mit ihm, Mensch. Ja, aber mit den Mädels hat der Bär hier gesteppt. Ja, genau. So, wir zeigen euch jetzt hier noch ein bisschen was. Ich liebe diese Abendstimmung hier in Kasachstan. Ich liebe das einfach. Und jeder, der von hier kommt oder jeder, der nicht von hier kommt, aber schon mal in Kasachstan war, der wird es einfach bestätigen. Es ist einfach so toll. Das war wie, also das ist ähnlich wie in Chimkent, ne, wo wir da abends noch spazieren waren. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut euch das Chimkent-Video gerne an. Apropos Chimkent-Video. Wir haben immer noch keinen Erfolg.
wegen dem Dennis. Also, bitte, bitte helft uns, dass wir die beiden Freunde zusammenführen können. Schaut euch dafür, wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, worum es geht, das Video von Jim Kent nochmal an. Mal seinen Namen. Ja, Dennis. Und weiter? Schieferstein oder Schieferstein, so. genau. Ja, also wir werden das immer mal wieder so reinbringen, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Also es wäre echt so ein Herzensding. Echt. Oh, hier sind sogar Jurten. Was? Schatz, hier bleiben wir 2 Wochen. Wow. Hier war gestern bestimmt richtig was los, wenn hier auch Kindertag gefeiert wird. Ja. Oh mein Gott, das wird ja noch schöner. Ja, ist denn schon Weihnachten? Oh mein Gott. So, und jetzt machen wir noch was richtig Schönes und wir nehmen euch mit. Feierallee! Wie cool! Leute, schaut einfach, wo wir sind! Ich darf Captain sein. Yay! Hey. Also 40, sagen wir 35, 45, 50. 0 auf 5 nach müssen wir da sein. Okay. Ich empfange die jetzt. So schön. Es ist einfach so schön. Und gleich wird es wieder sentimental, aber es ist einfach so traumhaft hier. Ich bin ein kleines Kind gerade. Ja, oder? Vorsicht! Drehen! 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 Hallo! Hallo! Fast reingefahren. Komm, Rechts vor links gilt auch hier. Komm Schatz, gib Gas. Wir haben doch keine Zeit. Essenzeitig. ihr Lieben, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und an dieser Stelle beenden wir das Video. Ja, und sind einfach dankbar für die Zeit. Und wir danken auch dir, also jedem Einzelnen von euch, der unsere Videos schaut und so nett kommentiert. Wir sind wirklich, wirklich dankbar dafür. Und wie an jedem Ende des Videos wollen wir euch natürlich segnen, hier von diesem ganz besonderen Ort. Und das übernimmt natürlich Dimi. Ich finde es so genial, wie Gott das immer macht. Und zwar am Anfang des Videos habe ich aufs Herz bekommen, was mit euch zu teilen. Und es geht tatsächlich um ein Boot. Ja. Und jetzt hat Gott uns so geführt, dass wir tatsächlich jetzt auch in einem Boot sitzen. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus Petrus begegnet. Und es gibt eine Verfilmung darüber, Son of God. Das ist die beste Verfilmung über Jesus. Den müsst ihr euch anschauen, The Son of God. Genau. Und da ist eine Szene, da kommt Jesus zu Petrus. Petrus sitzt im Boot, hat gefischt und hat nichts gefangen. Und Jesus geht ins Wasser rein, bis zum Bauch im Wasser und streckt seine Hand aus zu Petrus. Und Petrus sagt, was willst du so? Und er sagt, hilf mir. Und dann nimmt Jesus seine Hand und hilft Jesus in sein Boot einzusteigen. Und dann sagt Petrus, was machen wir denn jetzt? Dann sagt Jesus, wir gehen fischen. Petrus sagt, hier gibt es keinen Fisch, ich habe die ganze Nacht gefischt. Also, Petrus, fahr raus. Und dann fahren sie raus. Und dann sagt Jesus ihm, wohin er das Netz schmeißen soll. Und er schmeißt und das Netz ist voller Fische. Was ist die Lehre aus diesem Bild? Jesus streckt seine Hand zu jedem Einzelnen von euch aus. Und euer Leben ist ein Boot. Die Welt ist das Meer. Und wir treiben hier umher
und ohne Jesus ganz viele und wundern uns, warum uns nichts gelingt. Ja? Aber Jesus streckt seine Hand aus und Bentley. Da. Okay. Auf jeden Fall streckt Jesus jedem Einzelnen die Hand aus und wir entscheiden freiwillig, ob wir diese Hand nehmen wollen, dass wir in unser Leben, in unser Boot reinnehmen. Und glaub mir, wir haben es getan und es lohnt sich. Es lohnt sich. Als wir Jesus nicht mit am Boot unseres Lebens hatten, ja, dann ist einiges schiefgelaufen. Seitdem wir Jesus in unserem Boot haben, hat er alles, was kaputt war, repariert und wir dürfen an diesen wunderbaren Ort heute zusammen Boot fahren. Und ich segne euch im Namen Jesus Christus, dass ihr merkt, dass er euch die Hand ausstreckt und dass ihr diese Hand annehmt. Ein Gebet weiter, sage ich jedes Mal. Herr, wenn es dich wirklich gibt, Herr Jesus, dann offenbare dich mir. Ich will dich kennenlernen. Und er wird sich offenbaren. Amen. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann weißt du, wir freuen uns sehr, sehr, sehr über ein nettes Kommentar und natürlich auch über deinen Daumen. Und falls du uns noch nicht abonniert hast, fühl dich frei, das jetzt zu tun. Und wenn du nicht verpassen willst, wie unsere Tage hier noch in Karaganda, Tirmitau und letztlich Pakorne werden. 40 Kilometer noch, dann bin ich zu Hause. Ja, und wenn du das alles nicht verpassen willst, dann sei gern beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, ciao!